Grüezi. Servus. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir waren in der Türkei und werden ganz oft gefragt und haben gedacht, wir stellen dir ein paar Tipps und Tricks zusammen. Wir haben diese Fragen ein bisschen sortiert nach Kategorie und werden jetzt nach und nach die Kategorien beantworten. Genau. Gib dem Video unbedingt ein Like, abonniere unseren Kanal und wenn du eine Frage dazu hast, dann stell sie unbedingt unten in die Kommentare. Wir beantworten sie dir sehr gerne. Und jetzt viel Spaß mit Tipps und Tricks. Wir sind Patricia und Simon. In unserem selbst ausgebauten Van bereisen wir seit 2 Jahren Europa. 3 Monate davon verbrachten wir in der Türkei. Abonniere unseren Kanal, gib dem Video ein Like und wenn du eine Frage hast, dann stell sie unten in den Kommentaren. Und jetzt viel Spaß! Also der erste Punkt ist Einreisezoll. Ganz genau, das verlief mega unspektakulär. Wir sind über Griechenland eingereist. Also zuerst in Griechenland ausgereist, dann über die Brücke gefahren und sind dann am riesengroßen türkischen Zoll angekommen. Es war überhaupt nichts los. Es gibt allerdings doch eine ziemlich strikte Kontrolle. Also sie wollten kurz in den Van schauen und man musste aussteigen und vor das Pass oder vor den Schalter gehen und ein Foto von sich machen lassen. Dann werden noch die Fahrzeugpapiere kontrolliert. Und Aris Dokumente wurden ja gar nicht kontrolliert. Eigentlich braucht man dann wieder für die Ausreise in die EU einen sogenannten Titer-Test. Aber auch die Hundedokumente wurden dort gar nicht kontrolliert. Ganz genau. Es ist wirklich wie am Flughafen. Man kriegt ein Visa on Arrival. Das ist 90 Tage gültig. Wir haben gehört, dass Verlängerungen mittlerweile sehr schwierig und kostspielig sind. Also wir haben auch so geplant, dass wir noch ein bisschen Spatzung auf dem Visa hatten, falls irgendwie was wäre, dass wir dann nicht sofort hätten ausreisen müssen. Haben also nicht die ganzen 90 Tage ausgeschöpft, das einfach so als Tipp, weil wir von einigen gesehen haben, die ja, ausreisen mussten und dann abwarten und dann wieder zurückfahren, was relativ mühsam ist. Fällt dir noch etwas ein zum Thema Ein- und Schrägstrich Ausreise? Die ging nämlich genauso spektakulär oder unspektakulär zu Ende. Vielleicht noch einen guten Tipp. Wenn du geblitzt wirst, dann musst du am Ende deines Aufenthaltes diese Bußen bezahlen. Okay. 2 Autos vorher war jemand, der Bußen zahlen musste. Wir haben komischerweise oder glücklicherweise keine Verkehrsbußen gehabt. Genau, und wir haben gehört, dass der Zoll Türkei-Bulgarien schwieriger sei, dass dort vermehrt kontrolliert wird, auch richtig streng. Und darum haben wir uns entschieden, dann wieder nach Griechenland zu fahren, weil wir sowieso waschen wollten und in Alexandroupolis gibt es einen super Waschsalon. Genau. Jo, hat alles gut geklappt. Das war's. Ausreise. Kommunikation in der Türkei. Speziell Internet. Nicht ganz einfach. Normalerweise haben wir Starlink auf dem Dach. Das funktioniert leider in der Türkei nicht. Also waren wir angewiesen auf SIM-Karten. Genau, wir haben noch unseren alten SIM-Kartenrouter verbaut, haben dann uns auch eine Internet-Touristenkarte von Turkcell geholt. Das war ein bisschen speziell. So, wir haben die in touristisch erschlossenen Regionen erstmal angefragt und haben da sehr widersprüchliche Preisangaben gekriegt. Manchmal mussten wir die SIM-Karte bezahlen, manchmal war sie gratis. Wir sind dann irgendwo hingefahren, wo es nicht so touristisch war und haben da uns jemanden gesucht, der sie verkauft. Es war nicht ganz so einfach, bis man sie mal hat. Dann geht es aber relativ easy, also man braucht einen Pass und kriegt dann das alles und kann dann eigentlich in jedem Turkcell-Shop die Karte wieder aufladen. Von der Abdeckung her mit Turkcell waren wir durchwegs zufrieden. Gell? Wir haben uns extra für Turkcell entschieden. Die SIM-Karte hat jetzt 1250 und ich glaube 20 GB. Ja, war das Startpaket. Genau. Und wir haben uns dafür entschieden, weil eben die Netzabdeckung am besten ist
Und die haben eine App und über diese App kann man auch das Guthaben aufladen, also die Gigabyte aufladen. Oder ganz einfach, du gehst im Shop vorbei und kannst es auch dort aufladen. Dann haben wir Vodafone noch gefragt. Die bieten kein Touristenpaket an. Und dann gibt es noch Turk Telekom. Auch eine Möglichkeit. Wir haben uns dagegen entschieden wegen der Netzabdeckung und schlussendlich eben für Turkcell entschieden. Und ein Grund, warum wir uns auch noch gegen Turk Telekom entschieden haben, weil wir eSIMs hatten von Airalo und die laufen über das Turk Telekom Netz. Da hatte man eben auch in den Großstädten vor allem gutes Netz. Sonst außerhalb und vor allem je östlicher man ging, je mehr in der Natur, hatte man weniger Netz, sowohl mit Turk Telekom wie auch mit Turkcell. Genau, und Airalo war wirklich eine super Sache für uns, weil wir das mit eSIM machen konnten und einfach aufladen und halt dadurch dann alle alle Netzanbieter durchprobieren konnten, wenn wir mal irgendwo waren, wo es nicht so gut war. Aber alles in allem hat es hat es sehr gut funktioniert mit der ganzen Telefoniererei. Vor allem, weil unsere Handy-Abos ja in der Türkei leider nicht gelten, weil das nicht mehr in der EU ist. Also wir Schweizer, unser Schweizer Abo, das gilt, aber unsere deutschen Freunde, das gilt nicht so. Genau, ist also ein bisschen unterschiedlich. Autobahnmaut in der Türkei, ein Buch mit 7 Siegeln für uns. Vor allem, weil die HGS-Webseite ausschließlich auf Türkisch ist. Und man nur Zugriff bekommt, wenn man eine türkische SIM-Karte hat. Genau, das ist dann nochmal das zweite schwierige Ding. Wir haben uns dann schlussendlich doch eine solche HGS-Plakette geholt und organisiert. Genau. Ursprünglich hatten wir nämlich gedacht, hatten wir auch gelesen, dass die Maut durchaus gefahren werden kann und dass das auf ein Konto geschrieben wird und man bei der Ausreise bezahlen kann. Es sei wohl ein wenig teurer. Wir haben dann nachgelesen, es wäre das 10-fache von dem Preis. Also, genau, man hat 14 Tage Zeit, das zu zahlen, und wenn man das nicht macht, dann geht es hoch für 85, für 10-fachig. Das haben wir dann gedacht, ist doch sehr, sehr teuer. Dann muss man sich darum kümmern. Das bedeutet, man muss eine PTT-Filiale suchen, die auch groß genug ist, die diese HGS-Plaketten verkaufen. Die kostet einmalig 60 Türkisch Lira und dann kann man Guthaben draufladen. Wir hatten 400 Türkisch Lira, musste man in bar bezahlen, haben wir bezahlt, hatten dann 340 Türkisch Lira auf dieser Karte geladen. Und jetzt weiß man nicht ganz genau, wie viel da noch drauf ist oder nicht. Wir sind sehr, sehr wenig Autobahn gefahren, eigentlich nur 2-mal. Man braucht sie noch bei Istanbul, da sind wohl auch einige Mautstraßen drauf, aber diese 340 Türkisch Lira haben für uns einmal rund um die Türkei gereicht. Leider kann man nicht nachschauen, wie viel da noch drauf ist, es sei denn, man eröffnet sich bei HGS ein Konto. Wir haben das nicht fertig gebracht, weil uns diverse Nummern, ja, also Ausweisnummern und so gefehlt hat. Aber auf jeden Fall geh in eine PTT-Filiale und hol dir so einen Kleber und mach den oben in die Windschutzscheibe. Und dann ist es so, dass du bei der Autobahn einfach bei der HGS-Spur durchfahren kannst. Genau, und wir wissen auch nicht genau, ob wir, wenn wir jetzt in eine PTT-Stelle gegangen wären, ob wir das Geld zurückerstattet bekommen haben. Keine Ahnung. Wir wissen auch nicht, ob das bei unserem nächsten Besuch in der Türkei noch gültig ist. Genau. Keine Ahnung. Falls du das weißt, schreib es unbedingt in die Jawohl, wir nehmen unsere auf jeden Fall mit für den nächsten Türkei-Aufenthalt. Polizeikontrollen. Wir sind uns das überhaupt nicht gewöhnt. Wir fuhren auf der Landstraße und haben dann ziemlich abrupte Vollbremsung gerissen, weil plötzlich eine Polizeikontrolle da war. Und man sollte unbedingt anhalten, weil die schießen scharf. Je östlicher man kommt, steht auch mal ein Panzer da. Das ist einfach so. Man wird komplett angehalten, die sind sehr, sehr freundlich. Man wird aber kontrolliert. Wir mussten oft den Pass oder die ID rausgeben. Und auch sonst bei Freistehen. Ja, bei Stellplätzen sind sie ab und zu auch gekommen und haben einfach die ID-Pass verlangt, was eigentlich völlig easy war. Sie haben dann gefragt, ob wir Hilfe brauchen, ob wir irgendwas brauchen, und
durchaus sehr freundlich gewesen. Ja, man kann also, in der Türkei ist der Polizist ein Freund und Helfer. Was auch noch ist, Thema Kontrollen. Wir sind uns eine sehr freie Gesellschaft gewohnt. Ist in der Türkei ein bisschen anders. Man kann in kein Einkaufszentrum reingehen, ohne nicht durch einen Scanner durchzugehen. Es wird alles gescannt und gefilzt und kontrolliert. Das ist einfach so, das muss man einfach akzeptieren. Genau. Und was uns auch noch aufgefallen ist, dass sie extrem viele Polizeiwagen-Attrappen am Straßenrand haben. Das heißt, sie haben da so ein Polizeiauto aus Pappe gemacht, dort hingestellt, ein Blaulicht oben drauf und das leuchtet, das halt so ein bisschen auch die Präsenz von der Polizei oder eben nicht der Polizei markieren soll. Genau, und Geschwindigkeitskontrollen werden echt auch durchgeführt, also Radarkontrollen und aber auch sogenannte Messungen. Das sieht man, das wird angeschrieben und da bitte wirklich einfach langsam fahren. Und wenn ein Türke langsam fährt, dann fährt er auch langsam. Ja, genau. Guter Tipp, wenn die plötzlich bremsen, unbedingt auch bremsen, da ist was. Wenn wir schon beim Thema Verkehr sind, dann auch noch das Thema Verkehr. In der Türkei Auto zu fahren, muss man mal gemacht haben. Ja, sehr speziell. Ja, Das ist das richtige Wort. ich würde sagen. Es funktioniert sehr gut. Es ist eine andere Fahrweise. Es wird einfach gefahren, man muss so ein bisschen mitschwimmen. Es wird viel gehupt. Es ist allerdings auch sehr, sehr tolerant. Also man wird nicht geschnitten, man wird eher reingelassen. Es funktioniert irgendwie. Wir haben auch keinen einzigen Unfall gesehen, komischerweise. Aber man muss immer alles angucken. Also rechts, links, man wird von allen Seiten überholt. Man muss es wirklich einfach immer so im Blickfeld haben. Dann ist es auch so, Thema Geschwindigkeit. Wenn Fußgängerstreifen mal einer da ist, haben sie halt nicht. Also als Fußgänger wartest du. Vergiss das Wort lieber. Wart lieber, ist gesünder für dich und deine Gesundheit. Und Geschwindigkeit ist allgemein so. Die fahren wirklich, wie es ihnen passt. Also wenn du 70 fährst, obwohl 50 wäre, dann überholt dich der Bus oder der Lastwagen mit 90. Ganz genau. Und du, als ob du stehst. Also, und zwar egal ob inner- oder außerorts, ist einfach so. Und auch LKWs überholen dich einfach so. Thema LKW auch ein super Tipp. Wir haben immer 150 bis 200 Meter Abstand zu einem LKW genommen. Zwar aus folgendem Grund, wir haben mal ein bisschen die Ladungssicherung in der Türkei studiert und da werden riesengroße Baumstämme einfach mit einem Strick hinten auf den Lastwagen geschnürt oder verzurrt. Ja, falls da was runterfallen würde, dass wir das nicht gleich getroffen werden. Und apropos Unfall, vorhin hast du noch was wegen irgendeinem Unfall gesagt. Wir hatten einen Unfall gesehen, der war leider ziemlich unschön. Ist so ein riesen Kangal, so ein Hund, vor ein Auto gelaufen und der Hund war natürlich tot und das Auto hat also ziemlich gelitten. Zum Glück niemand verletzt, außer der Hund. Aber das Auto sah danach aus, also, ja, also nicht ohne. Wildlife muss man auch immer noch dabei haben, da nicht in der Nacht fahren. Ja. Die Straßenzustände sind besser, als wir das erwartet haben. Viel, viel besser. Also teilweise niegelnagelneue vierspurige Autobahnen. Es ist wirklich super gut ausgebaut. Etwas ist noch sehr speziell. Die haben Kreisverkehre. Da ist es manchmal so, dass die Verkehrsregeln so sind wie bei uns. Also man hat derjenige, der drin ist, hat Vortritt. Teilweise aber auch nicht. Teilweise ist es so, dass sie in der Mitte anhalten und dich reinwinken, weil sie teilweise Ampeln haben, die mitten im Kreisverkehr aufgestellt sind. Und beim Thema Ampeln, also rot bedeutet nicht unbedingt rot. Wir haben uns angewöhnt, immer noch ein Momentchen zu warten, bevor wir losgefahren sind, weil es sehr gut sein kann, dass du in der Grünphase bist, aber noch 10 Sekunden später mit hunderten LKW über die Kreuzung geschossen kommt. Als wäre nichts gewesen. Ja. Also toi, toi, toi. Dann das nächste Thema ist Hunde.
In der Türkei gibt es freilaufende Straßenhunde. Wenig Rudel haben wir festgestellt, sondern wirklich auch Einzelne, die stets freundlich sind, sehr scheu gegenüber Menschen, aber gut genährt. Also die Türken schauen sehr gut zu ihren Hunden. Ja, wir haben auch viele gesehen, die gechippt sind. Da wird wirklich was gemacht, vor allem halt in städtischen Gebieten. Auf dem Land draußen sieht es halt noch mal ein bisschen anders aus. Wir hatten auch nie einen Vorfall mit unserem Hund, der wurde nie attackiert oder so. Glücklicherweise hätten wir uns anders vorgestellt, ist aber nie passiert. Also ja, das ist eigentlich relativ gechillt gewesen mit den Hunden. Und der Chip siehst du dann am Ohr. Und das bedeutet eigentlich, dass der kastriert ist und geimpft gegen Tollwut. Genau, so haben wir das erfragt. Was für Hundehalter relativ mühsam ist, auch für uns mühsam gewesen. Die Türkei hat ein riesiges Glasscherbenproblem. Die Türken sehen das so, das Glas wird einfach weggeworfen und zerdeppert dann irgendwo in der Natur. Also man muss teilweise sehr, sehr darauf Acht geben, dass man nicht über Glasscherben mit dem Hund läuft. Haben wir dann festgestellt und halt sehr, sehr drauf geguckt. Die türkischen Camper, die scheinen sich irgendwie nicht dran zu stören. Die campen da drauf, die laufen auch die Kinder drauf rum. Das ist denen irgendwie egal. Aber wir hatten viele Stellplätze, die wir dann halt wieder verlassen mussten, weil so viel Glasscherben rum war, dass wir den Hund nicht frei laufen lassen konnten. Was schade war. Und wenn wir schon beim Freistehen sind, ist unsere nächste Kategorie Freistehen oder Campingplatz. Genau, Campingplätze waren zu unserer Zeit alle zu, im Winter ist nichts geöffnet gewesen. Es gibt Stellplätze. Es gibt zum Beispiel einzelne Stellplätze. Zum Beispiel in Tarsus, der ist kostenlos, hat eine Waschmaschine, Dusche. Das ist ziemlich cool, man darf 3 Nächte bleiben. Oder auch in Gaziantep einen bezahlten Stellplatz mit allem Möglichen zu, ich weiß jetzt nicht, wie teuer er war, aber er war ziemlich günstig. Ja, es war allgemein relativ günstig. Ja, und ansonsten sind wir in den Städten natürlich, Antalya und Istanbul sind wir auf den Stellplätzen, offiziellen Stellplätzen gewesen. Und ansonsten sind wir größtenteils freigestanden. Und Freistehen ist wirklich sehr super gechillt. Wir sind am Anfang an der Höhle gewesen und wollten da übernachten, und wie ich mich halt gewohnt bin, bin ich da zur Ticketschalter und habe die gefragt, ob wir hier eventuell übernachten dürften, und der hat nur gelacht und hat gesagt, hey, du bist in der Türkei, mach was du willst. Man kann wirklich überall freistehen. Es ist allerdings auch so, dass die Türkei ein mega Camperland ist, also die Türken selber, die lieben es zu campen. Und gerade auch an der türkischen Riviera sind teilweise Stellplätze extrem voll. Und es gibt halt wenige. Gibt wenige, und einige Sachen konnten wir nicht anfangen, weil einfach mit türkischen Dauercampern besetzt waren, leider. Ja. So gesagt. Aber ansonsten kann man sich wirklich sehr gut vertun. Wir haben die Türkei von Januar bis März besucht, und man muss dazu sagen, es war teilweise nicht so tolles Wetter, auch verständlich. Denn die Türkei ist wie sagt man dem Klima? Hat ein kontinentales Klima. Und ist teilweise noch ziemlich hoch. Und wir haben also auch Schnee gesehen ab und zu. Selten, aber wir haben gesehen. Stellplätze an sich waren gut befahrbar. Einmal wollten wir was anfahren, da kamen wir nicht hin, weil es zu matschig war. Ja, genau. Es regnet halt also ziemlich hoch. Die Türkei liegt wirklich größtenteils zwischen 1000 und 1500 Meter. Das ist auch im Winter wirklich kalt gewesen. Aber halt auch wunderbar, weil wir die ganze Landschaft und alles für uns alleine hatten. Also vielleicht ein bisschen später losfahren, nicht verkehrt. Etwas, was uns absolut überrascht hat, ist die Gastfreundschaft in diesem Land. Unglaublich. Haben wir schon den ganzen Balkan runter, in Griechenland auch, aber in der Türkei hat es sich nochmal getoppt. Wir wurden die ganze Zeit angesprochen, wir wurden ganz oft eingeladen. Eingeladen zum Frühstück oder haben einfach mal was geschenkt gekriegt, mal ein paar Orangen da, mal das dort. Also das ist wirklich extrem schön, und sie interessieren sich wirklich auch sehr, von wo wir kommen. Ja, ganz genau, und kommen auch vorbei. Es kommt immer irgendjemand, klopft an den Van und will sich mit einem unterhalten. Das ist einfach so, wir haben es immer genossen. Häufig
können sie wirklich nur Türkisch, das haben wir festgestellt. Dann kann man aber mit Google Translate, kann man wirklich damit arbeiten und wir hatten die schönsten Begegnungen. Also sei unbedingt offen und nimm es auch einfach an, wenn du auch mitten in der Stadt jemand anhält, hupt und dir ein Kilo Karotten schenkt. Ist einfach so. Das nächste Thema ist Einkaufen. Dafür sind wir meistens zu Migros. Das heißt, es wird geschrieben Migros. Es heißt nicht Migros, es heißt Migros. Weil Migros ist nämlich ein Schweizer Supermarkt und der kommt auch ursprünglich aus der Schweiz. Und dafür, also da gibt es 5M, 3M, 2M. Ja, 5M ist auf jeden Fall der größte und du bekommst dort alles. Dafür gibt es da diese Migros-Karte. Money Card heißt die. Migros Money Card. Ja. Und zwar wird man an der Kasse immer gefragt, ob man irgendeine Karte hat und Sie können es auch überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man sagt, nein, ich habe keine. Dann muss man die für ein paar Cent kaufen und kriegt dann damit alle Aktionen geschenkt. Also das lohnt sich unbedingt, so eine Karte bei Migros sich zu holen. Es gibt natürlich auch alle anderen Supermärkte, gibt es auch überall. Es gibt ländliche, natürlich eher kleinere. Wir haben es immer so gemacht, dass wir ein 5M Migros angefahren haben und da halt dann wieder ein bisschen große Sachen eingekauft haben. Und gerade so das Kleinzeugs wie Gemüse und so haben wir immer am Straßenrand irgendwo oder auf dem Markt. Oder auf dem Markt gekauft, genau. Was man allerdings sagen muss, es ist komplett anders, das Einkaufen. Wir mussten extrem umstellen, unsere Ernährung, weil es viele Sachen, die wir uns gewohnt sind zu essen, schlicht und einfach nicht gibt. Okay. Unsere nächste Kategorie ist Geld, vor allem Geld abheben. Ganz genau. Man kann sehr, sehr viel mit Karte bezahlen, haben wir auch gemacht. Man kommt aber um Bargeld nicht drum rum. Man kriegt so ein dickes Bündel, ist einfach so. Wir haben festgestellt, dass vor allem Geld abheben, also wir haben eine Wise-Karte, eine Travel-Card und haben da die türkische Lira draufgeladen und dann sind wir zu PTT oder zur HSBC. Genau. Da haben wir am wenigsten Gebühren bezahlt. Eigentlich nichts. Ja, genau. Eigentlich haben wir da keine Gebühren bezahlt. Bei der Halk Bank haben wir, ich glaube, 16% Gebühren auf den Betrag bezahlt. Genau, also es ist teilweise, haut sich echt aus den Socken. Das sind 16%, die man Gebühren zahlen muss, wenn man Geld abhebt. Uns wurde aber auch noch gesagt, dass man bei einigen Juwelieren Euro gegen türkisch Lira tauschen kann. Haben wir nicht gewusst, haben wir nicht gemacht, weil wir da nichts gekauft haben. Oder auch Wechselstuben. In den großen Städten gibt es Wechselstuben. Ja, ganz genau. Wir können aber sagen, wir sind für unsere knapp 3 Monate, ich glaube mit ungefähr 600 Euro an Bargeld gut durchgekommen. Also, weil das meiste kann man wirklich mit Kreditkarte bezahlen. Und jetzt zum Schluss noch unser Fazit über die Türkei. Würden wir noch mal gehen mit dem Camper? Wir würden auf jeden Fall noch mal gehen, denn es hat uns beeindruckt. Zum einen ist die Landschaft wunderschön, die Gastfreundschaft ist einfach toll. Es ist sehr günstig, hat sehr wenige Camper, also sehr wenige ausländische Camper. Türkische hat es natürlich. Also ich würde sogar sagen, dass es noch ein Geheimtipp ist oder dass es viele ausländische Camper gibt, die sich nicht trauen, weil sie Befürchtungen haben, aber die sind halt überhaupt nicht da, sondern es lohnt sich wirklich, dorthin zu fahren. Ja, es lohnt sich wirklich. Es ist enorm weit weg, das wissen wir. Aber es ist so ein geiles Land, um mit dem Wohnmobil zu bereisen, weil es mal einfach komplett was anderes ist. Und man muss einfach reingehen und es wird alles funktionieren und es wird einem überall geholfen, ganz egal, was man macht. Einen kleinen Tipp hätten wir vielleicht noch. Wir haben einige getroffen, die von Griechenland direkt nach Istanbul gefahren sind. Haben wir nicht gemacht. Wir sind zuerst nach Izmir und da die türkische Riviera runter. Dann konnte man sich so ein bisschen an die Türkei gewöhnen, weil Istanbul ist nochmal eine andere Nummer als der Rest der Türkei, aber auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Daumen nach oben, weil die Türkei ist ein geiles Reiseland. Genau. Und nicht nur ein Daumen nach oben für die Türkei, sondern unbedingt auch für dieses Video. Ganz genau. Und unseren Kanal abonnieren, ganz viel Liebe da lassen, das ist immer das Wichtigste.
schreib einen Kommentar, ob du eine Frage hast oder sonst einen Kommentar. Genau, immer raus damit, beantworten wir sehr, sehr gerne. Und dann bleibt uns nicht mehr viel mehr zu sagen als danke, dass du das Video geschaut hast und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.